Mich haben einige Hilferufe ereilt. Bei einigen wurde das Hefewasser sauer und das Gebäck ging überhaupt nicht auf. Oder schmeckte auch säuerlich. Aber keine Sorge, ich habe hier in diesem Video die Lösung für euch. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Wie man Hefe selber herstellt und auch einige Tests hiermit habe ich euch ja schon gezeigt. Ich verlinke euch die gesamte Playlist oben rechts unter dem i. Schaut da einmal gerne rein. Aber vor einiger Zeit habe ich vermehrt Fragen zum Hefewasser bekommen, bei dem dieses sauer geworden ist. Und dann gleich wirklich von mehreren Zuschauern. Und dieser Sache bin ich natürlich gerne auf den Grund gegangen und habe auch dank eurer Hilfe hier ein wenig recherchieren können. Vielen Dank hier an alle, die mir hier noch geholfen haben. So, und ihr müsst einige Dinge wirklich einmal wissen und auch berücksichtigen, denn wenn man Hefe herstellt, gibt es einige Dinge zu beachten. Erstens, die Gefäße, die man verwendet, müssen wirklich sehr sauber und rein sein. Am besten spült ihr sie, bevor ihr die Hefe selber herstellt, gründlich und heiß aus. Ich mache es immer so, dass ich sie für ungefähr 5 bis 10 Minuten mit Spülmittel und heißem Wasser bis zum Rand gefüllt stehen lasse. Und danach werden sie gut und gründlich mit kaltem Wasser ausgespült. Wenn die Gläser bzw. das Glas dann abgekühlt ist, dann kann ich anfangen, die Hefe dort hineinzugeben bzw. diese dort herzustellen. Alternativ könnt ihr auch eure Gefäße, zumindest wenn es jetzt nicht aus Plastik ist, sondern aus Glas, auch natürlich in den heißen Ofen stellen, so für circa 20 bis 30 Minuten. Das klappt natürlich auch, aber auch danach müssen sie gut abkühlen. Zweitens, Hefe benötigt für das Wachstum bestimmte Temperaturen. Ich habe ja hier mein Fleischthermometer. Das habe ich jetzt auch hier für die Recherchen gut nutzen können, um zu gucken, wie warm das bei mir ist, wie warm das Hefewasser und auch die Teige sind. Und um einen Teig optimal in Gang zu bekommen, also so, dass er schön aufgeht, sind ungefähr 32 Grad Celsius optimal. Aber um eine Hefe zu vermehren, was wir ja beim Hefewasser benötigen, da braucht ihr eine Temperatur um die 28 Grad Celsius. Viele derjenigen, die mich angeschrieben haben, hatten aber eher so Temperaturen um die 22 Grad. Das ist der Hefe tatsächlich zu kalt und hierdurch vermehren sich dann eher die falschen Kulturen, wie zum Beispiel Essigsäure, die es gerne kälter mag. Wenn ihr nicht für die Temperaturen sorgen könnt, habe ich jetzt hier mal ein paar Tipps und Tricks, die ich euch hier gerne einmal an die Hand geben möchte. Zum einen könnt ihr eure fertigen Teige bzw. euer Hefewasser einmal in den Backofen mit eingeschaltetem Licht und geschlossener Ofentür stellen. Dadurch erzeugt ihr die Temperatur, die ihr haben müsst, damit die Hefe sich optimal vermehren kann. Alternativ, wenn ihr zum Beispiel eine Küchenmaschine wie meine Kenwood Cooking Chef habt, die hat ja eine Temperaturregelung. Auch dort könnt ihr eure Teige hineinstellen oder aber auch das Hefewasser herstellen. Wenn ihr die Herstellung von Hefe bei mir einmal in dieser Küchenmaschine sehen möchtet, dann gebt mir doch bitte einmal unten in den Kommentaren Bescheid, dann werde ich gerne hierfür ein separates Video für euch machen. Weiterhin könnt ihr zum Beispiel Teige und Hefewasser auf elektrische Geräte draufstellen, wie zum Beispiel einen freistehenden Kühlschrank. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen abenteuerlich an, aber die Wärme des Gerätes steigt nach oben und eure Hefe wird dabei erwärmt. Dabei sollten die Gefäße natürlich gut abgedichtet sein, damit nichts auf die Elektrogeräte gerät. Aber ich denke, das versteht sich von selber. Eine andere Möglichkeit wäre es noch, und die kenne ich von meiner Großmutter, das Hefewasser, natürlich auch gut verschlossen, ins Bett zu stellen und die Decke darüber zu geben. Meine Oma hat das tatsächlich immer mit fertigem Essen gemacht. Kartoffeln, Reis und so weiter. Und selbst ich und meine Mutter haben das auch schon gemacht. Das heißt, wenn das Essen fertig war und noch nicht alle am Tisch waren, gingen die Töpfe abgedeckt ins Bett unter die Bettdecke und blieben dort richtig schön warm. Das könnt ihr mit eurem Hefewasser auch ausprobieren oder ihr packt einfach eine separate Decke da irgendwie auf den Tisch oder wo auch immer. So, und ganz wichtig ist, ihr solltet Teige und Hefewasser nicht auf die Heizung stellen.
Da käme vielleicht auch einer auf die Idee. Bei uns fällt das zum Beispiel flach. Wir haben Fußbodenheizung und ich finde Teige auf den Fußboden nicht ganz so appetitlich. Denn wenn ihr das jetzt machen würdet, das heißt die Teige und Hefewasser auf den Heizkörper stellen, dann wäre das viel zu heiß. Die Hefe stirbt nämlich ab 45 Grad Celsius ab. Meistens hilft es auch nicht, wenn ihr da noch ein Brett drunter stellt. Also ihr könnt es gerne in die Nähe einer Heizung stellen, aber bitte nicht oben drauf. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann habe ich hier jetzt noch einen extra heißen Tipp für euch, den ihr auch für die Joghurtherstellung nutzen könnt. Es gibt eine sogenannte Gärkiste. Ich weiß, so 1, 2 von euch haben die schon. Hier könnt ihr sie einmal sehen und ich muss euch tatsächlich gestehen, ich liebäugle mit ihr auch schon. Nicht für mein Hefewasser, denn es ist warm genug bei uns, sondern eher um Joghurt damit herzustellen. Ich verlinke sie euch unten unter diesem Video. Vielleicht interessiert euch das ja mal, falls die anderen Tipps nichts für euch sind. Tja, und was machen denn jetzt nun diejenigen, bei denen das Hefewasser sauer geworden ist? Oder auch der Teig? Nun, wir müssen erst einmal ja gucken, dass das Hefewasser wieder in Ordnung kommt. Also entweder ihr stellt es komplett neu her oder aber ihr nehmt eure bisherige Kultur und versucht, diese noch zu retten. Hierzu füttert ihr sie, gebt ihr ein neues Anstellgut und stellt sie dann warm genug, damit sich dann die Hefekulturen vermehren. Dies kann natürlich ein wenig dauern, aber ich bin mir wirklich sicher, dass es nach kurzer Zeit bei der ausreichenden Wärme wieder klappen wird. Und natürlich freue ich mich unten unter diesem Video auf eure Kommentare dazu. Und so, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte damit einige Lösungen für euer saures Hefewasser liefern. Und wenn ihr mal eine dringende Frage habt, dann kann ich euch meine Mitgliedschaft hier empfehlen. Sie bringt euch schnelle Antworten, mehr Einblick hinter den Kulissen und ist natürlich jederzeit kündbar. Übrigens wurde ich danach gefragt, ob man hier vielleicht auch ein Abo machen kann, also eine Mitgliedschaft, die automatisch zeitlich begrenzt ist. Das klappt tatsächlich leider nicht. Das liegt nicht an mir, sondern das ist nicht so vorgesehen. Ihr könnt es euch ja nochmal sonst überlegen, gerade wenn ihr eine dringende Antwort braucht, ist das wirklich die perfekte Möglichkeit für euch. So, und auf dem Bildschirm seht ihr jetzt noch viele weitere Videos für euch, die euch sicherlich gefallen. Schaut sie euch an und gleitet tiefer in meine Hefewasserwelt hinein. Liebe Grüße, eure Emma.